Die Ursache von dem Video ist zu jonglieren, aber dann ist, ja, ich kann versuchen, die ganze Party aufzunehmen und etwas zu schneiden für YouTube vielleicht. Ja, es ist eigentlich mit diesem Apfeltrick inspiriert. Also viele Jonglieren haben das gemacht, dass die zum Beispiel 2 Bälle und einen Apfel nehmen und dann jonglieren und gleichzeitig essen. Und dann man kann das auch, ja, und dann kann das man auch mit 3 Äpfeln gleichzeitig machen und am Ende gibt es nicht mehr zu jonglieren, weil alles schon gegessen ist. Und hast du das schon geschafft? Ja. Krampfen, oder? Auch. Das Auch mit Apfeln, aber. Das heißt also, wie ich gesagt habe, ich habe viel gekauft, 2 Kilos Mehl und ja. Ihr habt das also letztes Jahr gemacht, oder? Zum Fastenzeit. Ich habe welche gebacken. Ja. Oh, es sieht nicht schlimm aus. Wollen wir nur ein Messer? Ja. Du kannst ja vielleicht nachher mal so eins von den Videos zeigen, also wenn du willst, so eins von den Ja, natürlich. Damit wir es uns besser vorstellen können. Ja, deswegen habe ich erstmal diese vegane Konfi oder Krapfen gemacht und ja, ich habe diese Rezept mit Tofu gefunden und das war ja, wirklich interessant, besonders wenn ich das zweite Mal gemacht habe mit dieser, wie nennt man das, diese Tofu, die wir für Sushi verwendet haben, geraucht. Ja, das hätte auch interessant geschmeckt und heute habe ich diese Erdnuss-Tofu gefunden. Also ich bin auch sehr neugierig, wie es dieses Mal wird. Und ja, ich will das jetzt blenden. Ja, ich nehme jetzt die Diskussion auf und dann checken wir, was ist die Wahrheit. Es geht nur um Krapfen zu essen. Und, ja, genau. Ja, und jede Bäckerei hat zum Beispiel dann sehr viele und in Geschäften sogar und es ist immer am Donnerstag wirklich. Aber ja, wir prüfen, ob es nur in Polen ist oder überhaupt. Und kriegen die Kinder frei, schulfrei? Nein, das ist nicht so besonders. Für mich ist das wichtigste Feiertag im Jahr, aber normalerweise ist nicht so. Ich finde schon, dass die Kinder da frei bekommen sollten, damit sie Zeit haben, um viele Krapfen Ich stimme auch. Also Lina, erzähl mal, warum machen wir manche mit Senf? Wir machen einen einzigen mit Senf und wer den bekommt, der hat ganz viel Glück. Und das ist quasi eine deutsche Tradition, oder? Ich denke, es ist eine deutsche, zumindest erzählen alle Menschen davon, aber ich habe es selbst noch nie gegessen und auch sonst. Ja, also dann machen wir selbst und wir haben die tolle Gelegenheit, das zu tun. Ja. Aber meinst du, wir machen wirklich nur einen mit Senf? Also, oh. Weil dann, es gibt nur eine Person. Okay. Ja, das ist deutlich zu viel. Das klappt nicht, Entschuldigung. Aber also ich habe schon Lina gesagt von Okay, du sollst es mir jetzt zeigen. ja, von Erfahrung, du brauchst wirklich eine Teelöffelchen ist schon sehr viel. Du wirst überrascht, wie danach nach Kochen, wie viel du schmeckst davon. In Bäckerei geben die, glaube ich, weniger. Wow. Ja. Das ist meistens Teig. Ja, und jetzt ist Dann mache ich jetzt das in die Mitte. ja, und das ist wirklich genug. Ja, und ich habe auch gegoogelt und die Idee von Donnerstag ist, es ist die Anfang von dieser Woche, ja, diese. Wo man dann nichts mehr isst. Nein, die Donnerstag ist die Anfang von die letzte Woche, die Frischung oder wie nennst du das? Ja, also ist dieser Anfang und die Tradition kommt schon von, ja, ist ziemlich uralt, es kommt von heidnischen Zeiten und die Leute feierten die Wandlung von Winter nach Frühling und ja, und dann die aß alles fette Fleisch und trank sehr viel Wein und dann auch diese Krapfen für Dessert. So, ja. Vor allem ist wirklich die perfekte Zeit, weil genau jetzt ist das Wetter auch Frühling. Genau so, stimmt. Mit Reue habe ich das noch nie gemacht. Aber ja, warum nicht? Und jetzt... Ich will nicht, weil du nimmst sie weg. Du machst einfach dein Ding und du kümmerst dich um.
Ich glaube, der hat das fertig. Ja. Also nicht mal ich würde es schaffen. Man kann sich ja auch einpacken lassen. Denke ich mir dann immer. Ja. Aber meine Oma, die zieht vor. Das ist ein bisschen, ja, das ist doch viel. Seine schöne Teamwork. Reicht das oder brauchen wir mehr? Wir schauen noch. Die beste Weise, um das zu tun, ist, dass du einfach eine kurze Weile in eine Handel gehst und dann kannst du büßen und wiederum wählen. Also das kann ich empfehlen, damit anzufangen. Und danach eine schwierige Weise. Und man kann das auch schneller tun. Also warte mal. Ich habe noch zu viel in meinem Mund. So macht man das schneller. Also einfach, ist einfach wie ein Bell. Oh Gott. Oh, ich habe dich mit Sand. Ich habe Ihr habt das vermeidet. Das habe ich nicht erwartet. Das ist der perfekte Moment. Ja, prima. Das war gut, das war nicht schlimm. Oh, das ist voll schwer. Gut. Wow. Ja, so macht man das. Wow. Oh, schade. Keine Sorge, also, es hat keinen Senf drin, keine Sorge. Oh, Mist. Ja, aber nur sein Starker putzt den Boden morgen. Vigi putzt Panisch, wir müssen nicht den Boden putzen. Wow, Ach so, das ja. putzt den. Der Arme hat ja richtig sauber gemacht, bevor wir gekommen sind. Du hast das verdient. Fallen voll auf Runde. Damit Willst du eigentlich schon probieren? Und jetzt habe ich plötzlich früher. Nein. dann jetzt könnt ihr dann passen und essen oder funktioniert das nicht? Oh. Wer weiß schon. Also auch vorkommen, oder? Ich kann das Die einfachste Weise, das einmal und dann 1, 2, 3 und wieder. Also wir nehmen unsere Unterarme oben, unten und dann werfen. Ist nur zum. Aha, okay. Okay, Oh, das ist zu schwierig wir zu sollten üben. diese auch nicht vergessen. Das ist zu schwierig zu üben, wenn ich es noch nicht kann. Wir haben andere Teller, also da hinten. Also nicht so die normale, also Mischung. Hand hat, sondern Ja. Oh. Nimm das auf. Du musst auch essen. Oh ja. Oh. in dem Moment, wo man abbeißt, kann man halt nicht konzentriert sein. Scheiße, ey. Oh ja, so dass du den Durchschnitt nehmen kannst. Wow. Wenn du mit einer Hand schon gehst, dann ist es scheint zuerst einfacher, quasi für sich selbst zu werfen, aber es ist besser von innen nach außen. Das kann zuerst schwieriger scheinen, aber wirklich ist das einfacher und es, weil es ist es ist in Wahrheit fast gleich wie mit Dreimal jonglieren. Wenn du diese Bewegung von deiner Hand überlegst, du musst nur ein bisschen später werfen und das ist ganz ähnlich. Dann kommt das zu dieselbe Hand zurück und wenn du das wieder machst, dann... Er hat so keinen Bock mehr zu Ich essen. habe noch mit 3 angefangen, jetzt werde ich sehr fett.
Aber es Oh. muss so sein. Für den Tag. Was heißt Ah, das? Heißt also. das ist eine gute Trickidee. Willst du den? Willst du noch ganz? Schmeckt super gut. Super lecker. Ja. Okay. Okay, das ist nicht so schlimm, was ich erwartet. Ich war nicht so weit wie euch. Mach doch nicht. Ey, Kohanja, kannst du mir so ein Rad beibringen? Oh, Scheiße. Du kannst das also Abschnitt machen, so dass Kinder das schauen darf. Ich hab Scheiße gesagt. Okay, ich muss also mich auf. Du musst dich nicht so eilen, du wirst ja und dann tust du deine Hände ganz leer. Oh, Scheiße. Wieder fängst du zu schnell, also du machst das so und dann brauchst du das nicht. Warte für die erste Aha. in deine Hand zu fallen und du dann willst du die dritte. Ja, er sagt, ach, wenn er sich umdreht. Ich sag, ach, wenn ich nicht drehe. Ja! So viel. Ich finde, wenn die auf den Boden fallen, klingt es auch so wie Jonglierbälle. Ah. Ja. Ja, das Ja, ist das ist ein ein guter Zeichen Vergleich. von Gott, dass es gut gekocht ist. Okay. Diese schnelle Technik kann ich irgendwie nicht. Ah.